Ja, hallo liebe Leute, da sind wir beim dritten Teil des Videos. Hier haben wir aufgehört nach dem zweiten Teil. Das Querruder hier, das ist sowieso falsch. Das geht ja gar nicht bis unten durch. Das muss ja hier dann noch abgeschnitten werden. Ich sag mal, Querruder ist auch nicht das, wo ich mir hier Gedanken drum mache. Das kann man auch ich mal einfach als eine Art Platte drucken. Da muss ich vielleicht gar nicht dieses Profil nehmen. Aber das Wichtigste, man sieht ja gar nicht, dass das ein Geier ist. Ein Robbe Geier, weil da fehlt ja der Rumpf. Und der Rumpf ist bei dem Modell wirklich, ich sag mal, sehr bekannt. Wenn der da dran kommt, dann sagt jeder direkt, es ist ein Geier. Das hier, das kann alles sein. Okay, wie machen wir das? Also, zunächst starte ich einmal GIMP. Und dann öffne ich hier eine Datei. Und zwar, das ist diese hier. Das ist die, die ich auch aufgemacht habe, um die Kontur der Tragfläche rauszubekommen. Und da sind ja hier noch diese beiden Bilder hier vom Rumpf, diese beiden Silhouetten. Und die möchte ich jetzt hier auch ausschneiden. Das heißt mit dieser Funktion. Und dann sieht man hier einfach das so rum, dass das da so einigermaßen drin ist. So, der Motoraufsatz oben, der interessiert uns eigentlich derbe wenig. Also machen wir das schön flach und ruhig. Wirklich nicht zu groß ausschneiden. Ich zeige euch gleich auch warum. So, da haben wir es. Steuerung C und dann Datei erstellen aus Zwischenablage. Da ist das Teil. So, den möchte ich jetzt drehen. Also Bild, dann ist das Transformation, drehen im Uhrzeigersinn. Da ist er. Und dann können wir das jetzt exportieren. Exportieren nach. Und das kommt natürlich wieder in das FreeCAD-Verzeichnis Robbe Geier. Und dann geben wir dem jetzt einen Namen. Das ist jetzt Geier Tut und Rumpfseite. PNG. Das kann man einfach so nutzen. Und dann können wir das jetzt schon wieder zumachen. Ich speichere das jetzt nicht als XCF-Datei, also können wir einfach Änderung verwerfen machen. So, jetzt machen wir hier den nächsten Ausschnitt raus. Der wird hier drum gezogen. Das ist nicht wichtig, dass der dieselbe Abmaße hat wie der andere, weil das kann man alles hinterher ändern. So ist jedenfalls alles drin. Also auch hier Steuerung C drücken, dann Datei erstellen aus Zwischenablage und da ist das Teil. So, was macht er hier mit mir? Weiß jetzt so genau auch nicht. Ich will das eigentlich... Ach, das ist... GIMP muss man anders zoomen als in FreeCAD. Ja, das ist jedes Programm hat so seine eigenen Sachen. Dann gehen wir hier auf Bild. Transformation auch hier im Uhrzeigersinn. Und dann kann das auch gespeichert werden. Datei. Exportieren nach. Und dann gehen wir hier wieder auf FreeCAD. Robbe Geier und dann heißt das Rumpf oben. So, dann machen wir das Seite hier weg und machen da ein oben raus. So, exportiert als PNG und damit sind wir in GIMP fertig. Das kann beendet werden. Änderung verwerfen. So, jetzt wieder hier in FreeCAD. Das Bild von der Tragfläche, das können wir jetzt erstmal ausblenden. Erstmal kann man dem mal einen Namen geben. Tragfläche heißt das und das wird deaktiviert. So, dann wechseln wir wieder in den Image-Mode. Wir setzen hier da ist es eine neue Bildebene rein. So, Bild auswählen. Da muss ich hier leider durch das Menü, durch die Dateistruktur wandern und da kann ich auch nicht sortieren hier. Das ist leider so. Das heißt, da haben wir hier unten den Robbe Geier und dann
haben wir hier den Rumpf. Dann nehmen wir ruhig den von oben. Auf die XY-Ebene, das ist korrekt. Und okay. Und da ist die importiert. Jetzt kann man hier nochmal nachschauen. Wenn man hier auf die Tragfläche geht, dann sieht man hier, dass das mal 23,62 skaliert worden ist. Und das müssen wir dann hiermit auch machen. Gucken, ob das jetzt hier geht. Also 23,11 mal 23,62. Ja, das hat jetzt funktioniert. Ich hatte vorhin beim ersten Test 23,62, ist richtig. Da habe ich wohl was falsch gemacht gehabt. Das machen wir hier jetzt auch so. Das heißt, mal 23,62. So, da ist das Rumpfboot da drin. Und jetzt kann das hier jetzt noch verschoben werden. Da geht man einfach auf die Image Plane. Hier unter Eigenschaften kann man jetzt hier bei Placement die Position, da klickt man einfach hier hin und dann kann man mit dem Mausrädchen das verschieben, dass es da schön auf die Mitte kommt. Und dann kann man hier bei X hinklicken und kann das hier so ziehen, dass die Tragflächen da vorne wirklich so anliegen. So wie das auch gedacht ist. Okay. Fertig. Wir können jetzt also schauen, das hängt jetzt hier so mittendrin. Das ist auch gar nicht schlecht, weil so ungefähr kann man sich das vorstellen, wie der Rumpf da drin sitzt. Jetzt kommt das nächste Bild. Das heißt, wir klicken hierhin, das nicht selektiert ist, neues Bild. So, da haben wir Gaia-Rumpf von der Seite. Der kommt auf die XZ-Ebene. So, den kann man jetzt da sehen, so ganz winzig. Und da machen wir jetzt genau dasselbe. Erstmal können wir die jetzt benennen. Das hier ist Rumpf oben. Und das hier, das ist Rumpfseite. So, dann wird der jetzt auch noch skaliert. Das heißt, hier haben wir die Position und hier unten die Größe. Das heißt, da gehen wir hin 23,37 mal 23,62. Ich muss mich immer 23,62 ist richtig. So, da machen wir jetzt dasselbe mal 23,62. Ja, hier klappt das jetzt wieder nicht. Warum das nicht klappt, das weiß ich nicht. Ich glaube, da müssen wir hier hinten mal gucken, ob es jetzt... Ne, da klappt das wieder nicht bei diesem Teil. Da kann ich jetzt nur Folgendes machen, dass ich das Maß hier direkt ändere. Das heißt, ich lösche das Maß hier und tippe hier mal 23,62. Dann klappt das. Aber dann habe ich das Maß nicht mehr hinterher da drin stehen. Mal 23,6. Das alte Maß. Nein, ich wollte es löschen und hier machen. So, und dann mal 23,62. So, da ist der Rumpf jetzt von der Seite. Jetzt machen wir hier noch Folgendes, dass wir die eben ein wenig transparent machen. STRG D, klicken und dann Transparenz. Machen wir ruhig mal 30%. Und das machen wir hier auch. Transparenz so 30% rum. So, dann sieht man das so ein bisschen. Und jetzt kann man hier von der Seite sich das angucken. Und kann jetzt den Rumpf hier noch platzieren. Das heißt, hier gehen wir wieder auf Placement, Position. Dann kann man hier das in X bewegen. Und in Z ist das hier. So, und dann gehen wir hier noch ein bisschen in X. Also so würde das jetzt hier
hinkommen. Kann man noch ein bisschen in Z nach unten machen. Okay, und da haben wir jetzt den Geierrumpf, die Zeichnung da platziert. So, was man jetzt noch machen kann, muss man nicht, aber ist nicht ganz unsinnig. Einmal können wir das Querruder hier ausblenden. So, dann nehmen wir die. Und da machen wir im Part Design Modus Kopien von. Part Design und mit dieser Funktion kopieren. So, die haben wir jetzt hier und die möchte ich jetzt alle bearbeiten, und zwar spiegeln. Das heißt, ich gehe hier auf den Draft-Modus, klicke hin, dass ich nichts offen habe, und dann wechseln wir hier auf die Ansicht von oben, auf die Bearbeitung von oben. So, die werden selektiert und dann gibt es hier die Funktion Spiegeln. Und das ist 000, das ist richtig, 000. Und dann haben wir hier eine Gerade und die machen wir jetzt hier 600, 00. Ein bisschen warten. Beziehungsweise schließen. Okay, da haben wir jetzt das rüber kopiert. Das ist jetzt noch ein bisschen komisch. Die blende ich jetzt hier alle aus. Das sind die Kopien. Die möchte ich nämlich da nicht haben. Und du und du. Und dann blenden wir die hier wieder ein. Das heißt, die hier alle, und den können wir ausblenden. So, jetzt haben wir also hier die Tragflächen links und rechts, und da haben wir die Zeichnung, um den Rumpf konstruieren zu können. Okay, jetzt kann man sich natürlich überlegen, wie mache ich den Rumpf denn überhaupt? Man kann sich das hier so einigermaßen vorstellen, wie der aussieht. Also ich mache das wieder in der Curve Workbench mit dieser Gordons Fläche. Und da muss ich mir aber noch überlegen, ob ich das in einem mache oder ob ich da auch wie bei dem Bootsrumpf letztlich eine linke Seite mache, um das dann zu spiegeln. Das wird sich gleich zeigen. So, dann machen wir hier weiter. Bevor ich hier fortfahre, einmal kurz die obligatorische Sache. Und zwar, wenn euch solche Videos wie das hier interessieren, so lasst doch gerne ein Abonnement da und klicke auf die Glocke. Ihr werdet über neue Videos informiert. Ein Daumen nach oben ist auch immer gern gesehen. Das sorgt dafür, dass ihr mehr solche Videos angezeigt bekommt, nicht nur von mir. Und damit starten wir dann mal in die Konstruktion des Rumpfes. Bevor ich da jetzt weitermache, möchte ich die Tragfläche hier erstmal so zusammenfassen, dass ich die ausblenden kann. Recht einfach. Das heißt, ich nehme einfach diese ganze Latte hier von der rechten Tragfläche, rechte Maustaste, und dann haben wir hier einen Punkt, der nennt sich Verknüpfung, und da kann man einfach eine einfache Gruppe erstellen. Und dasselbe mache ich auch mit diesen hier. Die werden auch einfach Verknüpfung und machen wir einfache Gruppe. Und dann habe ich jetzt hier zwei Gruppen erstellt. Das ist einmal hier TFR für Tragfläche rechts. Das hier ist TFL. Dann brauche ich noch einmal hier Leertaste drücken, Leertaste drücken. So, was hier wieder auffällt, der hat wieder die
Warum zeigt der die wieder komplett an? Ach, der hat die mit reingesetzt. Dann können wir die hier einfach rauslöschen. So, dann haben wir jetzt nur noch eine Gruppe. Ja, so ist doch auch ganz nett. Also, das ist komplett die Tragfläche, nicht nur links. Und die können wir jetzt ausblenden. Jetzt haben wir hier diese Rumpfzeichnung und da soll jetzt was konstruiert werden. Was auffällt, ist einmal hier, dass der Rumpf hier vorne so abfällt und die Tragflächen aber ganz gerade sind. Das sollten wir auch so machen, wie es hier ist, weil ich denke, das hat auch was mit dem Einstellwinkel und so weiter zu tun. Vor allem, wenn man davon vielleicht einen Motor dran macht, ist das von Vorteil. Aber sei es drum, wir wollen ja uns doch an das Original halten. Und dann Folgendes. Was man nicht mit hier mit dieser Curve Workbench, die ich gleich benutze, nicht mit versuchen sollte zu konstruieren, ist die Kufe. Die vergessen wir ganz einfach. Und was man auch vergessen sollte, das ist, wenn man von oben drauf guckt, hier diese Auflage für die Tragfläche, die bitte auch nicht einfach nur einen durchgehend ähnlich breit bleibenden Rumpf, weil sonst wird das wirklich enorm schwierig oder eher unmöglich, da was Vernünftiges zu machen. Wir erzeugen jetzt hier erstmal ein paar Zeichnungen, die machen wir im Sketcher. Das heißt, ich gehe in den Sketcher. Wir klicken, dass nichts angeklickt ist. So. Und dann wird eine neue Zeichnung gemacht. Und zwar auf der YZ-Ebene. Da guckt man jetzt so da drauf. Hier kann man das sehen. Und dann geht man hier an die Seite hin und kann jetzt diese Zeichnung. Wir zeichnen aber erstmal was da rein, damit man überhaupt was sieht. Das heißt, da mache ich jetzt erstmal einen Kreis rein. Den machen wir hier oben hin. Und der bleibt jetzt erstmal noch weiß, damit ich den so sehe. Und jetzt kann ich hier an die Seite hingehen, kann diesen Sketch hier selektieren, hier auf Placement gehen, Position und hier bei X, da kann ich das jetzt verschieben und in die negative Richtung. Das 200 ist ein bisschen zu wenig. Da vorne fangen wir an. Und dann können wir jetzt in die Zeichnung reingehen. Das hier, das können wir erstmal blau machen. Und dann wird hier unten jetzt ein Spline reingezeichnet. Und zwar der Spline, der geht irgendwie hier los. Dann kommen hier zwei Spline-Zwischenpunkte und einer geht hier auf die Mitte. So sieht der Spline aus. Dann bemaßen wir jetzt erst einmal. Dieser Punkt zu diesem. Dieser Punkt zu dieser Strecke bemaßt. Dieser Punkt zu dieser Strecke bemaßt. Da schreibe ich jetzt erstmal minus 100 rein und dann haben wir das Maß zu der minus 16. So, jetzt kann man erstmal schauen, was machen wir mit den anderen. Ja, ich würde fast sagen, dass wir das hier, die auch bemaßen und hinterher mit einer Tabelle arbeiten. Die Tabelle, die lege ich jetzt erst einmal an. Das heißt, wir wechseln in den Spreadsheet-Mode, machen eine neue Tabelle. So, die kriegt, wie man es bei mir kennt, den Namen AAA. Und die wird mit dem Alias Manager halt aufgebaut. Alias Manager ist ein Makro, was man hier unterm Add-on Manager installieren kann. Dann kann man das über Makro aufrufen.
aktuelle Makros. Da ist jetzt das nicht drin, aber man kann es dann hier raussuchen. Ich habe es mir aber hier als Icon hingelegt, um es aufzurufen. Wir brauchen eine gewisse Anzahl von solchen Spanten. Die haben alle dasselbe Aussehen. Also, und die haben 4 Spline-Punkte. Das heißt, 4 Koordinaten. Da fangen wir an. Das nennen wir jetzt mal Spand 1 und dann Punkt 1 x und dann haben wir S1 P1 y. So, jetzt machen wir das so, dass wir die hier nebeneinander anzeigen lassen. Fenster anordnen nebeneinander. Den hier können wir jetzt so ziehen. Also, so viel Platz brauchen wir mindestens dafür. Und dann können wir jetzt hier nochmal in die Zeichnung reingehen. Und dann haben wir hier, also P1 lasse ich hier oben an, lassen wir das hier unten anfangen. Also S1PX, den kann man eigentlich immer vergessen, weil der ist immer auf 0. Den brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen eigentlich nur S1P1Y. Und dann geht es weiter. S1P2X, S1P2Y, S1P2P3X, S1P3Y. Und dann haben wir noch S1P4X und S1P4Y. So, an einer Stelle habe ich mich hier vertippt. P2 war das, glaube ich. So. Und das müssen wir jetzt für jede dieser Sachen hier machen. Das heißt, der hier, der bekommt den Wert minus 100. So, dann bemaßen wir die hier. Ich glaube, man kann das auch anders machen, aber ich mache es lieber Stück für Stück. Und dann brauchen wir noch das Maß hier. So, dann können wir erstmal die Werte schon mal hier eintragen. Also der S1P, der ist ja minus 100, das haben wir, da haben wir jetzt 37,92 und 83,83 oder 88, ist mir jetzt egal. So, dann haben wir den Punkt 3, da haben wir 69,16. So, der muss natürlich negativ werden. Ein Minus davor. So, der ist dann, wo haben wir ihn? Hier, minus 54,11. So, und dann haben wir noch den hier, der ist 77,22 und minus 16 Millimeter. So, da ist noch was falsch. Das ist 69,16 und minus 54
0,11. Warum wird der denn da geschrieben und nicht da hinten? Komisch. Na, hoffentlich funktioniert das. So, jetzt haben wir erstmal die ersten Alias-Werte hier fertig. Und da gehen wir jetzt aus der Zeichnung erstmal raus und nutzen den Alias Manager von 2 bis 8. Einfach OK klicken, dann sind die gelb. Dann kann ich jetzt diese Werte hier benutzen in der Zeichnung. Das heißt Sketch. Dann fangen wir an mit P1Y. Das ist dieser Wert hier. P1, nee, S1 P1Y. So, dann haben wir den zweiten Wert hier. Dieser hier. S1 P, natürlich mit AAA davor. S1 P2X. S1 P3X. S1 P4X. Haben wir die schon mal vergeben. Dann haben wir hier den Nummer 2. S1 P2Y. S1 P3Y. Komisch, die Sache da. Und jetzt haben wir noch das Maß hier. AAA.P S1P4Y. So, damit ist das Teil jetzt parametrisch hiervon abhängig. Und dann erstmal wird dieser erste Spann, der wird ganz winzig. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal hier nach, wo er überhaupt liegt. Ist nicht so gut. Das müssten wir schon in die negative Richtung machen. Machen wir das mal gerade. Schließen wir den mal, machen die wieder auf. So, jetzt geht die hier in diese Richtung. Und der muss ja hier oben ganz hoch anfangen. Also ist da dieses Maß hier minus 100 total fehlerhaft. Das heißt, wir gehen jetzt hier raus, schauen uns das so an und jetzt können wir einfach hier minus 10 machen. Schauen wir uns das mal an. Es ist zu wenig. Minus 20, ja, das können wir nehmen.
Und dann werden aber die X-Werte hier natürlich auch viel geringer. Das heißt minus 5. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Der P1, das ist ja der. Und dann kommt der nächste. Minus 2. So, der wird jetzt nach oben gesetzt. Also der ist jetzt nicht minus 20, sondern minus 18 zum Beispiel. Und der nächste Punkt, der P3er. Minus 2. Minus 3. X. Und da machen wir 20 minus 18 minus 17. Und dann kommt noch der Vierer hier. Da machen wir minus 4 in X und in Y brauche ich die minus 16. So, gucken wir uns das mal hier an. Sind die hier natürlich total dämlich. Das heißt, wir müssen jetzt die X-Werte hier noch ein wenig erweitern. Und zwar den P2X. Und den P3X. Den P3Y. Gucken wir mal, wie wir den schöner kriegen. Jo, so können wir das erstmal lassen. Und dann geht's weiter. Wir machen jetzt einfach eine Kopie hiervon, von diesem Sketch. Und zwar, das machen wir so, Steuerung C. Der Sketch, der wird nicht hier dran gebunden und OK. Dann einmal Steuerung V. Dann haben wir den hier. Und der wird jetzt einfach verschoben. Und zwar, gucken wir uns von der Seite an. Und da muss man sich jetzt überlegen, wie weit man die verschiebt. Das war ja jetzt hier minus 229. Minus 189. Das heißt 30. Wir können das hier auch reinschreiben. Minus 229 plus 40 als Beispiel. So. Also in 40er Abständen. Ja, versuchen wir das einfach mal. Jetzt brauche ich hier neue Werte. Das heißt, ich kopiere mir die hier oder ich tippe sie hier nur rein. Gucken, was wir machen. Steuerung C, Steuerung V. So, und dann werden die angepasst. Das wird ja dann S2. Den zweiten Spand. So, das haben wir hier auch. Und dann haben wir hier den S2. So, die Werte kann ich jetzt erstmal übernehmen. Minus 20, minus 4, minus 19, minus 4, minus 16. Habe ich einen zu wenig? Ach, da haben wir einen vergessen. Minus 4, minus 16 und minus 20. So.
2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und da kommt nochmal minus 16 hin. So, dann können wir jetzt den Alias Manager nochmal werkeln lassen. Und den lasse ich jetzt laufen von Nummer 9 bis Nummer 15. Oh, wieso machst du es nicht? Ah, hier habe ich einen Fehler drin. S1. Ja klar. Der kann auch nicht funktionieren. Da muss eine 2 hin. So, von 9. Okay, dann haben wir den, können wir schließen. Jetzt gehen wir in den Sketch rein und ändern nur die Maße. So, die können wir uns jetzt hier ein bisschen schöner legen, damit wir die besser erkennen können. Besser anklicken. So, S1, da wird einfach hier eine 2 raus. Okay, okay. S2. S2. So, dann haben wir den schon. Jo, den haben wir. Dann haben wir nur noch diese Werte hier. S2. S2P4X ist natürlich falsch. S1P4X ist minus 4. Der muss also minus 4 werden. So. Den haben wir. Da fehlt noch der hier. Ich glaube, ich habe jetzt alle. So, das heißt, wir gehen aus der Zeichnung raus und jetzt ändern wir die Werte hier ab. Und zwar, das ist ja das Maß, was hier unten dahin soll. Das heißt minus 100. So, dann kann man schon mal das P4X hier, das wird ja wesentlich weiter nach außen gehen. Da machen wir minus 20 hin. So, das Maß, das können wir erstmal lassen. Und dann müssen wir die hier auch entsprechend anpassen. Das heißt, wenn das hier minus 20 in x ist, machen wir das mal minus 17. Den P2X machen wir minus 16. So, dann haben wir hier den minus 50 da unten. Und der P2X, der ist ja dann gar nicht so viel höher als der minus 50. Also machen wir minus 40.
So, können wir uns das so mal anschauen. Und jetzt machen wir hier noch die weiteren Werte. Also was einmal auffällt, der ist zu niedrig. Obwohl, so falsch ist der gar nicht. Also die minus 16 hier bei ihm in Y. Das muss ein bisschen höher. Minus 15. Minus 14. Machen wir mal minus 13. Jo, das sieht gut aus. So, dann gucken wir hier von oben drauf. Das Maß ist gar nicht so schlecht. Das ist der Punkt. Er muss ein bisschen weiter. Minus 22. Minus 23. Jo. Dann haben wir die. Und jetzt kommt es noch auf die weiteren an. Wir sind ja hier y auf minus 13. Der hier auf minus 16. Aber der ist natürlich mit minus 17 viel zu weit außen. Wenn wir hier bei minus 23 sind. Ne, der ist zu weit innen. Minus 20. Und bei x muss der natürlich tiefer runter. Minus 13. So, was haben wir hier bei dem P3Y? Beim P2, da haben wir minus 40. Das ist minus 19. Das ist natürlich viel näher an der 0. Also minus 5. Boah. Gucken wir uns das lieber mal hier an, um zu schauen, warum das so falsch ist. Also der ist der Übeltäter hier. Das ist der S2P2. Okay, der ist mit seinem minus 5 viel zu weit oben und mit seinen 40 mm völlig falsch. Klar. Okay. Schließen wir den. So, wir fangen ja an hier mit dem... Hier sind wir bei minus 13. Und das geht bis auf minus 50. Also muss das hier... Da haben wir ja minus 22. Also 13 minus 22 minus 15. Und dann haben wir hier die minus 40. Das muss ja irgendwas werden, was mit dem hier korreliert. Das heißt, da sind wir bei S1, S2. Ja, hier müssen wir gucken. Beim X, das sind minus 23. Also minus 18 als Beispiel. So. Die spielen in einer völlig falschen Liga. Und der auf minus 50 ist. Den machen wir auf 45, na 44. So, und dann kommt der nächste auf einmal auf minus 15. Das ist totaler Unfug. Das heißt, der muss auf, geht ja höher, minus 30.
Jo, da haben wir es doch schon. So, was ich eigentlich hier erreichen möchte, ist, dass ich diese Werte hier hinterher aus zum Beispiel diesem Spand errechnen lasse. Dass ich also nur noch Maß hier, Maß da eingeben muss und dass er die Spline-Punkte, die Zwischenpunkte errechnet. Das wird nicht einfach. Ich denke mal, das machen wir auch nicht in diesem Video. Ich mache jetzt erstmal hiermit weiter. Das ist hier unten, das muss ein bisschen tiefer. Das heißt, der S3Y, den machen wir jetzt mal minus 18. Das wird ja noch schlimmer. Minus 25. Das ist der. Gucken wir uns die nochmal hier an, wie die jetzt liegen. Ziemlich unfugig. So, das heißt, der hier, der muss viel weiter runter. Das sollte sein, da jetzt das richtige Maß rausfinden. Das ist, wo ist er denn? Das ist der. Das ist er, die minus 30. Das ist der P2, 3. P2 Y. Und der P3Y so. Das ist der P4. So, jetzt muss der hier noch in der X verändert werden. Welcher ist es? Die 2 auf minus 18. Das ist er nicht. Also die P2X. P2Y sind die minus 30. Und der ist minus 18. Und der hier minus 25. Das ist der hier.
minus 12 und da haben wir die minus 18. Da machen wir eine 20 raus. Der hier P3Y minus 20. Nee, das ist der P2 1Y ist die minus 44. Der ist minus 35. Können wir den noch ein bisschen nach außen fahren. Das waren die minus 40 in Y. Den P3X ein bisschen weiter raus. Ich glaube, ich habe den falschen gemacht. Okay, gucken wir uns das jetzt gerade noch mal an von oben. Okay. So, jetzt, ich überlege mir jetzt doch die Maße hier irgendwie an die Abmaße von dieser zweiten Rippe hier anzulegen. Obwohl, komm, da ist drum, mit der können wir jetzt besser arbeiten. Das heißt, wir machen jetzt hier erstmal Kopien. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Packen wir hier hin. Das wird dann S3. 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 Und dann haben wir noch den hier. S3. Das hat er jetzt schön hier nicht übernommen. Ja, super. Jetzt müssen wir immer schön Enter drücken. Ich muss dazu sagen, meine Brille ist auch nicht die beste im Moment. Ich habe irgendwie die falsche erwischt. So, S3. Gucken wir mal gerade. S3 P1Y, P3
P2X, P2Y, P3X, P3Y, P4X, P4Y. Dann übernehmen wir jetzt die Werte hier. Das heißt minus 44, minus 15, dann haben wir minus 40, minus 15, minus 20, dann haben wir minus 20, minus 20, minus 13. Das müssen da eigentlich sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau, einer ist ja. So, die machen wir jetzt auch zu Aliasen. Das heißt, Alias Manager wird diesmal von Nummer 16 bis Nummer 22 genutzt. Und dann haben wir die auch drin. Okay, können wir schließen. So, dann machen wir hiervon eine Kopie. Steuerung C. Wiederum so. Und Steuerung V. Nächster Sketch. Den setzen wir jetzt in X auf plus 80 mm. Da kommt er dahin. Okay, dann muss natürlich der Sketch jetzt noch aufwendig wieder bearbeitet werden. Das heißt, alle Maße, 7 an der Zahl, müssen hier geändert werden auf die 3 hier. Der dritte. Vierte. Fünfte. Sechste. Siebte. So, dann fangen wir hier mal an. Ich gehe erstmal aus der Zeichnung raus und dann müssen wir hier ein neues Maß für diesen S1, S3, P1Y, das sind die minus 44, das ist viel zu hoch. Das muss tiefer werden. 55. Gucken wir uns mal von der Seite an. Ja, ein bisschen mehr. 57. 58. Jo, das sieht gut aus. So, dann gucken wir uns das von oben an. Und dann können wir den hier ändern auf minus 30. Ja, das kommt ungefähr hin. Und dann geht man wieder hier in den Sketch hier rein und schaut sich an, welche von diesen, das ist hier die Kurve, also der muss wesentlich weiter rüber. Das ist also der, das hier ist ja P4. Und dann ist das P3 und der ist in X viel zu weit innen. So, P3 in Y ist bei minus 20. Den können wir
ändern. So, und den, der muss auch viel tiefer. Das ist der P2Y. Der ist bei S3P1Y, S3P2Y bei minus 40. Den müssen wir mal auf minus 50 gehen. Minus 50 bitte. Kann noch ein bisschen tiefer. Sieht schon mal nicht schlecht aus. So, die weiteren Spanten, die mache ich jetzt, ohne dass ich es aufnehme. Und ich nehme es ruhig auf und ich beschleunige es dann, weil das ist ein Sisyphus-Werk. So, jetzt haben wir die wirklich alle erzeugt. Ich werde die mal alle wieder sichtbar machen. Also, das haben wir hier gemacht. Da ist das Ende von dem Rumpf. Dieses kleine Pürzelchen hier, das habe ich mir einfach von vorne kopiert und hier dann nach oben gesetzt mit Z 17 mm nach oben. Das musste ich nicht nochmal konstruieren, auch nicht hier in die Tabelle einfügen. Man sieht hier, ich habe hier einen Haufen von Tabellenwerten und zwar das das geht bis zum Faktor C hier. Das heißt SC, ich habe dann bei 9 angefangen mit A, B und C und darüber habe ich die jetzt alle hier entsprechend angepasst und da machen wir jetzt im Folgenden die für die Curve Workbench die verschiedenen Verbindungen rein und schauen dann, ob das auch wirklich so rauskommt, wie ich mir das vorstelle. Ich mache hier erstmal eine Unterbrechung. Ihr kriegt da nichts von mit, weil es geht gleich sofort weiter. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen Kaffee trinken. So, weiter geht's. Ich habe ein bisschen Pause gemacht, weil nach dieser Aktion hier musste ich doch ein bisschen ausruhen, sage ich mal. Also wir haben nochmal, um zu zeigen, was gemacht wurde, ich habe eine Tabelle erstellt mit vielen Werten und dann gehe ich einmal hier anordnen nebeneinander so und so. Und diese Werte hier das sind immer 7 Wertepaare und dann kommt der zweite Spann. Erster Spann, zweiter, dritter, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann sind hier A, B, C und der D, das ist dasselbe wie der vorne, nur dass ich den nach oben gesetzt habe.
So, jetzt, um das zu einem Rumpf zu machen, ich mache halt nur die eine Rumpfseite, da gehe ich jetzt in die Curve Workbench. Die haben wir hier. Ein bisschen warten. Und da brauche ich diese ganzen Zeichnungen hier. Die kann man auch noch bezeichnen, muss man aber nicht unbedingt. Ich denke, das kommt man so mit klar. So, wichtiger ist das bei den Kurven, die ich da jetzt drauf konstruiere. Also Punkt 1 ist, ich mache erstmal zwei solche Kurven hier. Das sind diese hier. Und zwar, die lassen wir einmal hier vorne beginnen, an diesem Punkt da. Da muss man wirklich hier so hingehen und diesen Punkt auch wirklich selektiert bekommen. Gucken, ob das denn jetzt klappt. Ich kann aber die brauchen wir dafür jetzt nicht. Die stören eher. Das ist die Frage, ob er das so akzeptiert. Ne, das hat er jetzt so nicht genommen, den hat er jetzt irgendwo hier hingesetzt, aber das spielt keine Rolle. Wir fangen da vorne an. Und dieser Punkt hier, wenn er so selektiert ist, dann kann ich den Punkt mit Steuerung selektieren und S drücken. So, das scheint er an den Eckpunkten nicht zu machen, also machen wir es einfach so. Dann die eingefügten Splines hier, diese Kurven, die haben immer 3 Punkte. Und jetzt müssen wir mal schauen, warum er das hier jetzt nicht gemacht hat, dass er den da dran setzt. Gucken, ob es hier funktioniert. Habe ich irgendwas falsch eingestellt? Nö, eigentlich nicht. Ah, jetzt ist es richtig. Taste S, muss man weiter reinzoomen. So, und dann habe ich ja hier schon mal mit angefangen. Eine ganz gute Bearbeitung hier ist immer dann diese, also Taste S, ich mache mal oben die Tastenbefehle wieder ein. Taste S wird benutzt, um den Punkt halt hier zu fangen. Dann kann man diese Linie hier selektieren, Taste I drücken, dann hat man einen weiteren Punkt da drin. Der ist jetzt schon selektiert, da brauche ich nur noch diesen Punkt selektieren, Taste S. Und dann können wir hier wieder Taste I nutzen. Wieder sind 2 da. Taste S. Und dann macht man das so weiter. Das heißt I, dahin Taste S, I, und den dahin, Taste S. Taste I. S. I für unterteilen. Taste S. Und das macht man jetzt mit allen diesen Punkten hier. Also I. Selektieren mit Steuerung-Taste wird das selektiert. Das seht ihr aber auch oben, dass ich da immer die Steuerung-Taste drücke. So, der ist selektiert, also hier mit Steuerung-Taste dahin klicken. Wenn das nicht klappt, dann muss man das ein bisschen beiseite schieben. Taste S. Dann haben wir den hier. Taste S. Ich gucke, glaube ich, von der Seite oder von oben. Okay, ist jetzt erstmal nicht weiter tragisch, wie ich gucke. Muss jetzt gucken, das ist der letzte Punkt hier. Den können wir dann hier noch anbinden. Taste S. So, das heißt, das habe ich jetzt oben als Kurve definiert.
So, jetzt habe ich den da auch dran gebunden. Da habe ich vorhin, denke ich mal, einen Fehler gemacht. So, dann macht man hier einmal Doppelklick, dann ist das deaktiviert. Dann können wir das benennen. Das nenne ich einfach mal oben. So, jetzt machen wir zunächst den hier unten rein. Das heißt, da geht man jetzt wirklich rein, selektiert den Punkt, dass der so grün ist, sehr schwer sichtbar. Also ist nicht optimal, aber was soll's. So, dann habe ich hier den ersten definiert. Den selektieren wir. Den mit Steuerung. Taste S. I. Den nächsten. Taste S. Den nächsten. Taste S. Den nächsten. Taste S. Nächsten. Und I. Taste S. Der nächste. Da ist er. S. I. S. E. Jetzt holen wir uns den doch mal hier hin. Gucken wir, ob alles richtig gelaufen ist. Ja, das sieht gut aus. Taste I. Gucken wir, ob wir überhaupt den richtigen dran gesetzt haben. Ja, jetzt haben wir hier noch die 3 Stück hier. Das heißt, nee, das ist nicht gut. Der Punkt und den Punkt. Taste S. Taste E. S und dann den letzten Punkt hier. Der kommt hier dran. S. So. Dann haben wir also hier auch das entsprechend gemacht, was man hier schon mal sieht, wenn man so von der Seite guckt, dass das nicht optimal ist hier, wie es hier läuft. Das heißt, das hier müsste eigentlich so ein bisschen runtergesetzt werden, damit es hier nicht diesen Bogen gibt. So, da ist jetzt das Feine an so einer Tabelle. Wir können mal gerade gucken. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also entweder die 8 nach oben oder die 9 nach unten. Und zwar, gehen wir mal hier rein in die Tabelle. Das ist bei 8 nach oben. Gucken wir uns das mal an. Da fängt 8 an. Das sind die minus 56 bei 8. Und bei 9, da sind sie minus 38. Dann machen wir den hier mal nicht minus 38, sondern der muss weiter nach unten, minus 45 und gucken wir uns den nochmal von der Seite an. So sieht das Ganze schon viel schöner aus. Also man kann hier direkt von Anfang an ein bisschen dafür Sorge tragen, dass das vernünftig aussieht. Genauso hier. Da wird das hier ein bisschen nach innen müssen. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Also 10 ist dann A. Und bei A, da ist das der Wert, natürlich nicht die minus 38 hier, sondern der X-Wert aber, das ist der hier, die minus 30, das ist zu groß, dadurch gibt es diesen Bogen. Machen wir minus 28 daraus. Ja, fein. So gefällt mir das schon. Hier, da sieht man, dass dieses Teil hier ein bisschen weiter nach hinten kann. Da können wir jetzt einfach den Sketch Nummer 20 nehmen und bei Placement den in der Position, der ist hier auf 303 mm. Dann machen wir den mal so, 304 mm. Noch ein bisschen. 307 mm. Ja, ob das dann noch dran hängt, da bin ich jetzt nicht so sicher. Gucken wir mal, das ist oben. Und da haben wir einen vergessen, ne? Das heißt, da selektiere ich jetzt diesen Punkt hier. Und mal gucken, ob das geht. Ja, das geht. Und dann machen wir hier ein I. Scheiben. Müssen wir den doch daran hängen. Hätte ich einfach einen einfügen können. Taste S. So. Du. Und den. Und du an den. Taste S. Gucken wir uns das nochmal von oben an, ob das jetzt immer noch vernünftig aussieht. Ausgesprochen vernünftig finde ich das. Das gefällt mir. Ist nicht ganz so, wie die Zeichnung das sehen möchte. Das heißt, viel länger. Ja, oder man muss das hier weiter zusammentauchen. Das heißt, da können wir jetzt aber einfach hier in die Zeichnung reingehen. So, den hier. Fahre ich mal so weit nach vorne. Machen wir den mal weg. So, dann haben wir den, können wir ein ganzes Stück noch nach da schieben, dahin zum Beispiel. Den auch noch. Und dann haben wir den noch hier und den fahren wir jetzt wieder da so ran. So, dass die jetzt hier nicht so breit sind, ist nicht weiter schlimm. Wir können es aber auch noch anpassen. Das heißt, ich selektiere jetzt hier den Sketch. Dann weiß man ja, das ist hier, das ist C. Das ist B. Der B muss ein bisschen breiter werden. Die Breite, das ist, wenn ich richtig liege, das hier minus 26. Minus 28. Jo, dann muss der auch breiter werden. Der 4x 30. So, der auch.
So, dann haben wir, das ist der C. Das ist 24. Und dann können wir den hier noch ruhig einen dran holen. Ja, ich würde sagen, das gefällt. Man sieht aber hier auch noch so ein paar Geschichten. Da weiß ich jetzt nicht, woran es liegt. Gehen wir mal auf den Sketch Nummer 8. Machen den mal so. Machen wir den Rumpf von der Seite auch noch mal an. Was damit zusammenhängt? Nö, eigentlich nicht. So, dann haben wir S1 minus 16. Nochmal 17. 18. So, dann haben wir den S2. Das war bei PY. Wo ich damit rumgemacht habe. Das war nämlich falsch. So ist besser. Bisschen Biegung drin. Ich denke mal, das spielt keine große Rolle. Aber hier, was die Breite angeht, da müssen wir noch nacharbeiten. So, das ist dann hier der, da steht minus 4. Da machen wir minus 6 mal raus. So, dann haben wir hier minus 20. 22, ja, ne, 23. Der Rest stimmt. Okay, hier hinten das kleine Biegung da, die kann man eigentlich so akzeptieren. Wir können mal gerade schauen. Das ist die, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die 8er. In der Breite. Okay, so lassen wir das jetzt. So, jetzt machen wir die wieder unsichtbar und es kommen die weiteren Linien hier rein. Wie viel wir da machen, das ist uns überlassen. Ich würde sagen, dass wir hier mindestens 3 reinmachen, wenn nicht gar 4. Das heißt, man selektiert jetzt das und klickt wieder auf diese Funktion hier. Dann hat man hier wieder den dran und den können wir schon mal hiermit verbinden. Steuerung-Taste und Taste S. Und dann kann man wieder den selektieren. I. Steuerung S. I. Steuerung S. E.
selektiert S, den selektieren I, S, S, so, hier, da möchte ich jetzt schon beginnen, diesen Punkt mir darüber zu holen. Ist gar nicht so leicht, den zu erwischen. Packen wir den mal dahin. Weil da kommen ja jetzt hier noch die letzten hier hinten. Bis hier sind wir bis dahin. Das heißt, wir machen hier ein I, ein S, ein I und nochmal S, ein I und nochmal das S. Jetzt noch 2 hier hinten, das heißt nochmal ein I. Ach, das habe ich die Steuerung-Taste vergessen zu drücken. Also du und Steuerung du S. Warum der den jetzt hier unten dran fängt, das weiß kein Mensch. Die kann man dann aber hier so zurechtschieben. Jetzt haben wir noch den letzten Punkt. Und das ist der hier. Der wird hier drauf gesetzt. Das heißt da und S. Den macht er jetzt komischerweise auch hier oben. So, dann kann man sich das jetzt erstmal hier ein bisschen vernünftig platzieren. Wirklich so, dass das hier sich nicht so aufbäumt. Zum Teil selektiert man immer 2 auf einmal. Da muss man ganz genau, wenn es gelb ist, gelb wird, das wird so. Und hier, das ist natürlich hier viel zu hoch. Das heißt, der muss natürlich runter. Dann muss der auch nach unten. Gucken uns das von der Seite an. Ich denke mal, so kann man den lassen. So, dann macht man... Wieso habe ich denn 2? Ach, den einen habe ich noch nicht umbenannt. Genau. Das ist natürlich unten. Und das ist der neue generierte. So, jetzt machen wir hier wieder. Hier vorne hinklicken und einen neuen dran. Da ist er. Das war falsch. Den machen wir jetzt. Wie mache ich das denn jetzt? Ach nee, war gar nicht falsch. Sah nur so aus. Gut, dann machen wir hier jetzt weiter. I, S, I, S. Ich hole mir den jetzt mal lieber immer wieder rüber. Hat vielleicht seine Vorteile.
I, S, I, Taste S, Taste I, S, I, Taste S. So, dann geht es schon wieder hier hinten in den Bereich, wo es komplexer wird. I, dann nochmal die S, den so runterfahren. So, was man da auch immer machen kann, man kann in die Aufsicht gehen, sich das dann hier so hinrücken. In diese Ansicht, da sieht man, warum der da auch völligen Müll macht, weil das hier so ziemlich daneben liegt. Das heißt, da haben wir jetzt wieder den, Taste I, dann wird der hier genommen. Taste S. Okay. Hier nochmal du bitte daran. Du bitte daran. Und du bitte da dran. So, da muss man jetzt wieder anschauen, warum das so ist, wie es ist. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was wollen wir überhaupt. Das fangen wir aber hier vorne an. Jetzt haben wir hier 1, 2. Ich würde sagen, ich mache das mal hier ein bisschen hübscher. Ist nicht so einfach, den auf so hinzukriegen, dass der halt grün wird, gelb wird. Aber hier können wir das machen. Okay. Bei dem auch. So. So, die sind gut. Können wir so lassen. Ich würde sagen, machen wir noch einen rein. Dahin. Der soll aber nicht mit verschoben werden. Das ist gar nicht so einfach. Wenn man das nicht will, muss man hier reinzoomen. So, da ist er. Den können wir schon mal hier dran ketten mit der Taste S. Hat er jetzt abstrus woanders hingelegt, aber egal. Taste I, S. Okay, das Verteilen machen wir gleich. I, S, I, S,
unten den auch. Jetzt kann man wieder in die Aufsicht gehen, kann sehen, dass der hier völlig falsch liegt. Packen wir den hier hin. So, Taste I. Okay, das sieht gut aus. Kann man den hier Taste I, S, I und S. I und S und du kommst dahin. So, dann müssen wir uns den hier auch jetzt runterholen. Dahin ungefähr. Und jetzt müssen wir diese Linie hier vernünftig hinbekommen. Das heißt, so sieht das ganz gut aus. Der muss ein bisschen runter. Manchmal bringt was, wenn man den Gelb haben möchte, dass man daneben klickt oder daneben die Maus hinhält. So wird er hellblau und so wird er gelb und dann kann man den verschieben, wenn man da so ein bisschen neben hängt. So, dann bis dahin sieht es eigentlich ganz gut aus. Und dann können wir hier noch ein wenig zaubern. Ich denke, ist gut. Also jetzt haben wir eins, zwei, drei, vier, 5 solche Linien. Ich sage einfach mal, das reicht. Man könnte jetzt hier unten noch eine reinmachen. Ich denke aber nicht, dass das unbedingt notwendig ist. Man kann jetzt mal von oben drauf gucken. Da fällt einem ein, auf, dass diese hier ziemlich komisch aussieht. Dann kann man das gucken, dass man das hier ein bisschen noch begradigt. So, das ist auch nicht gut. Bewegen wir das mal so. Gucken wir es nochmal von der Seite an. Jo, das lassen wir jetzt so. Okay, dann geht's weiter und zwar jetzt wird daraus eine Gordons Fläche gemacht. Das ist hier dieser Punkt Gordon Surface, heißt das im Englischen, obwohl ich im Deutschen Freakat bin, aber sei es drum, ist vielleicht auch besser, dass die solche Sachen in Englisch genannt werden. Ich selektiere jetzt erst einmal den ersten Sketch, dann den letzten Sketch, das müsste der sein, jo. Und dann werden nacheinander die Teile gewählt, die zusammenhängend sind. Da sieht man hier, ich habe da oben angefangen, also fangen wir an mit oben, also STRG-Taste gedrückt, also die auch mit STRG-Taste zusammen selektiert, dann oben, dann den, dann den, dann den und jetzt noch den unten und dann wird auf die Gordons Fläche geklickt. Ich mache aber vorher eine Sicherung. Ich hoffe, er lässt die Selektion jetzt bestehen. Jo, dann machen wir die Gordons. Und
Zauber, oh Zauber. Das sieht ganz gut aus. So, kann man sich mal anschauen. Also hier, das könnte ein bisschen weiter runter. Sonst sieht das hier schön gerade aus. Ich kann jetzt hier den Sketch Nummer 8, den kann ich jetzt der Einfachheit halber auch selektieren und kann den hier in Z nach unten. Ja, geht das? -1. Und dann kann man sich das hier anschauen und ja, könnte noch einen weiter runter. -1,5 machen wir mal. Jo. Das ist jetzt schon recht gerade. So, hier hinten wird sowieso die Tragfläche später so ausgehöhlt. So, dann kann man sich zur Inspektion jetzt die ganzen Sketche ausblenden. Und auch die ganzen Linien hier. Und kann schauen, wo haben wir denn hier noch einen Knackpunkt. Also den haben wir einmal hier hinten. Da kann man sich jetzt anschauen, welcher Sketch das ist. Das ist der und der. Warum? Dann blenden wir jetzt wieder diese Linien hier ein und schauen mal, warum das so sein könnte. Also das ist deshalb, weil der hier so einen Knick macht, diese Linie. Also die ist da so weit unten und hier nicht. Okay, gucken wir, welche das ist. Das ist die. Ein Doppelklick. Jetzt schauen wir, dass wir die noch nachgearbeitet kriegen. Wenn da jetzt wirklich alles nichts nützt, dann fügt man hier unten noch eine Linie ein. Das heißt, wir löschen die Gordons wieder raus. So, jetzt aber. Ich muss die erstmal beenden, hier die Funktion. Okay, jetzt können wir die Gordons beenden. Dann blenden wir wieder die ganzen Sketche ein. Und zeichnen hier unten noch eine weitere solche Linie rein. Die lassen wir da beginnen. Das sieht gut aus. Also jetzt ein bisschen sollte man vielleicht direkt nacharbeiten, wenn das nicht so recht hinhaut. Taste S, Taste I, Taste S, Taste I, Taste S. Taste S. S. So, wie gesagt, da hinten, da muss man wieder ein bisschen mehr aufpassen.
Taste I, Taste S. So, den holen wir dahin. Taste I, Taste S. Okay, und der letzte, der kommt dann hier hin. Das ist der. Da bitte hin. Taste S und dann können wir uns den so ziehen. So, jetzt kann man sich das wieder von der Seite anschauen. Das sieht hier eigentlich ganz gut aus. Hier könnte noch ein bisschen was getan werden. Kann man sich das von oben angucken. Okay, lass uns das mal so probieren. Okay, dann wieder selber Vorgang. Ich speichere erstmal, machen wir erstmal den zu. Datei speichern. Wieder dieselbe Vorgehensweise. Erste Zeichnung, letzte Zeichnung mit Steuerung, dann oben Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 und dann unten und Gordon. So, dann können wir die wieder alle unsichtbar machen. Die hier drinnen auch. Ich kann es mal anschauen, ob das jetzt hübscher geworden ist. Ja, das sieht besser aus. Hier ist noch so ein Knick da drin, aber der stört nicht so wirklich. Okay, man kann sich jetzt hier Stunden mit befassen, das zurechtbiegen. Das machen wir jetzt nicht. Also aus der Gordon, da machen wir jetzt, da wechselt man in den Part-Modus und dann gibt es hier eine Funktion, die nennt sich Offset. Die nimmt man, 3D-Offset wird die genannt. Die wird einfach genommen. Die hat hier eine Dicke von 1 mm. Die mache ich auf 0,8. 2 Düsendurchmesser. Und ich glaube, das können wir der Versatz füllen. Das ist wichtig, dass das angemacht wird. Und dann einfach OK klicken. Und dann haben wir den Rumpf, die eine Seite fertig. Daraus mache ich jetzt über Formteil Kopie erstellen, Form aufbereiten, einen neuen Körper und den möchte ich jetzt spiegeln darüber. Das heißt, da wechselt man in den Draft-Modus. Im Draft-Modus alles deselektieren, dann klickt man einmal hier auf dieses blaue Symbol vor dem Auto und sagt von oben. Das heißt, ich werde das von oben aus der XY-Ebene bearbeite ich jetzt das. Daraus möchte ich eine Spiegelung machen. Das geht hier mit Spiegeln. Erster Punkt ist 0, 0, 0. Zweiter Punkt machen wir einfach 600, 0 und 0. Ein bisschen warten und dann habe ich den Rumpf zweimal. Also die Schalen. Und dann habe ich den Rumpf soweit fertig. Dann können wir jetzt hergehen. Den machen wir unsichtbar. Beziehungsweise da mache ich eine Kopie von. Dann gehen wir wieder hier hin. Davon eine Kopie. Den habe ich einmal
den möchte ich... Wen habe ich denn da jetzt? Ja, das ist jetzt nicht ganz so klar. Machen wir mal Steuerung Z. So, davon... Ach, das ist der Offset. Davon brauchen wir eine Kopie. Die ist jetzt hier. So, dann haben wir hier noch die Gordon sichtbar. Die soll unsichtbar werden. Und dann machen wir von dem Spiegel auch noch so eine Kopie. Da habe ich jetzt die beiden. So, was mit diesen Löchern hier vorne und hinten ist, die kann man irgendwie, denke ich mal, schließen. Das soll jetzt nicht in diesem Video behandelt werden. Jetzt machen wir einmal davon eine Vereinigung. Okay, das wird jetzt ein bisschen beschleunigt, das hat schon ein bisschen gedauert. Und dann habe ich hier die Fusion. Da mache ich auch so einen 3D-Körper raus. Da könnte ich jetzt mit weiterarbeiten. Und das mache ich jetzt auch gerade einmal. Und zwar, ich habe ja hier die Tragflächen vorhin hier zurechtgelegt. Das ist hier. Die kann man jetzt da drauf anzeigen lassen und kann jetzt sagen, oh, okay, das kann so gehen. Aber da geht es gar nicht drum, sondern es geht darum, dass wir hier, da muss ich mal gerade schauen, da ist der additive Loft vom Gaia und den hole ich mir auch da unten hin. So, da machen wir nochmal im Draft-Modus eine Spiegelung von. Na komm. Draft, wo bist du? Da ist Draft. Alles deselektieren. Einmal hier hin. Stand nach oben. Hätte ich nicht gemusst. Und jetzt möchte ich den einmal auch spiegeln. 0, 0, 0. Und 600 0, 0. So, dann haben wir die Behelfstragfläche hier. Den blenden wir aus. Beziehungsweise davon mache ich eine Kopie. Na, dann müssen wir wieder hier hin. Davon eine Kopie. Haben wir einmal die rechte Tragfläche, einmal die linke Tragfläche. Davon wird auch eine Kopie gemacht. So, die beiden. Ich dachte, ich hätte die fusioniert. Ne, habe ich noch nicht. Dann müssen wir die beiden auch noch verbinden. So, jetzt haben wir die Fusion hier. Und jetzt wird geschnitten. Und zwar, ich weiß nicht, ob das so klappt. Wird schon gehen. Einfach, da haben wir den Rumpf. Den und das gibt eine Differenz. Das ist diese Funktion hier. Und dann haben wir das da hinten noch so Kännchen stehen, die kann man auch noch gleich wegmachen. Aber da mache ich jetzt erstmal so einen Körper raus. Müssen wir mal in den Part-Modus
Da muss ich mal ein bisschen suchen. Schneiden Sie nee. Explode Compound. Okay, da haben wir jetzt die beiden Hälften hier. Und die müssen wir uns jetzt wieder da rausholen. Das heißt, du einmal. Den brauchen wir nicht. Den brauchen wir. Und die beiden, die können unsichtbar werden. So, der kann auch komplett unsichtbar werden. Dann haben wir jetzt hier die beiden Rumpfhälften. Und da mache ich mal wieder eine Fusion draus. Machen wir hier. Okay. So, das heißt, wir sind fertig. Ich kann das hier speichern. Das machen wir mal unter Tut 5. So, dann kann man jetzt die Tragflächen dazu holen. So, und dann ist der Geier so gut wie fertig. Bis auf das Querruder, das muss ja noch, das gibt ja so ein komplettes Querruder, das geht ja ungefähr bis hier. Das kommt später, die Kabinenhaube. Hier hinten kommt noch so eine Platte drauf, die dann hier oben die Tragfläche mit festhält. Und ja, das war's. Also wenn euch solche etwas anspruchsvolleren Videos gefallen, so lasst doch gerne ein Abonnement da. Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!